Hallo zusammen. Wie ihr wisst, Brot und Brötchen, die backe ich alle selber. Und mein Ziel ist es immer, alles immer einfacher zu machen. Und trotzdem soll es richtig gut schmecken. Und da ich schon richtig viele Brötchen gebacken habe, bin ich auf dieses Rezept gestoßen, was mich richtig begeistert. Und wir fangen zuerst mal an, die Hefe im Wasser aufzulösen. Und ein bisschen Zucker geben wir auch noch hinzu. Für meine super leckeren Brötchen verwende ich auch zwei Mehlsorten. Zwei Dinkelmehlsorten, einmal Typ 630 und Typ 1050, jeweils 300 Gramm. Diese Mehlsorten gebe ich in eine Schüssel mit Salz und verrühre das Ganze kurz. Danach geben wir das Wasser mit der Hefe hinzu und kneten das Ganze richtig lange durch, mindestens für 2 bis 3 Minuten. Damit dann der Teig schön aufgeht, decken wir ihn ab und stellen ihn für eine Stunde beiseite. In der Zeit bereiten wir das Backblech vor. Da geben wir nämlich ein bisschen Backpapier drauf. Schaut mal, wie schön der Teig aufgegangen ist. Den geben wir jetzt auf die Arbeitsfläche drauf und dann behandeln wir ihn ganz speziell. Nämlich ganz einfach nachzumachen. Denn anstatt nochmal blöd rumzukneten oder zu falten, drücken wir den Teig einfach in die Länge. Aber dafür braucht man natürlich Mehl, sonst klebt der Teig auf der Arbeitsfläche fest. Dann teilen wir den Teig genauso wie ich es mache in 10 Teiglinge. Und so wie sie sind, geben wir sie auf das Backblech drauf. Zum Teilen des Teiges nehme ich dann immer so einen Teigschaber aus Kunststoff. Und das Schöne ist natürlich jetzt, die Teiglinge sehen alle gleich aus. Durch diese Methode, die ich euch gezeigt habe und vor allem der einfachen Methode, bekommen wir schön gleichmäßige Teiglinge hin. Und nach nochmal 20 Minuten Ruhezeit geben wir sie in den vorgeheizten Ofen. Den Ofen haben wir natürlich richtig heftig vorgeheizt auf 250 Grad. Und in diesem Ofen bleiben die für 17 Minuten drin. Sie sehen so richtig lecker aus. Jetzt kurz noch mit Wasser besprühen und ein bisschen abkühlen lassen und dann können wir schon nachschauen, wie sie geworden sind. Ich kann es natürlich jetzt schon sagen, sie schmecken einwandfrei und sind richtig fluffig und saftig. So möchte ich meine Brötchen haben und so mache ich sie so richtig oft. Eigentlich gar nicht mehr anders. Aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Backt meine Brötchen doch mal nach und berichtet mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge natürlich wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.